liebe WissenschaftlerInnen, liebe Beschäftigte der Verwaltung, liebe Studierende, liebe Eltern. Die Corona-Pandemie stellt uns und unsere Universität vor enorme Herausforderungen. Prüfungen und Lehrveranstaltungen müssen vollständig überdacht und neue Formate angeboten werden. Forschung ist in vielen Bereichen derzeit nur eingeschränkt möglich. Verwaltungsabläufe müssen angepasst und neu aufgesetzt werden. Die Pandemie sowie die daraus folgenden Einschränkungen in allen gesellschaftlichen Bereichen haben zudem enormen Einfluss auf Ihre Möglichkeiten, sich für Ihre wissenschaftliche Arbeit und Ihre Aufgaben an unserer Universität mit voller Kraft einzusetzen. In einer besonderen Situation sind dabei diejenigen von Ihnen, die Familienverantwortung haben, die Kinder betreuen oder die Angehörige pflegen. Unterstützung von außen ist mit einem Mal weggebrochen und wird erst langsam wieder aufgebaut. Ich möchte Ihnen als allererstes an dieser Stelle dafür meinen großen Dank aussprechen, dass Sie in den vergangenen Monaten die große Kraftanstrengung aufgebracht haben, trotz dieser Mehrfachbelastung den guten Start in das Sommersemester durch Lehre ermöglicht zu haben, die Forschung weiter vorangetrieben zu haben und Verwaltungsabläufe so reibungslos am Laufen gehalten zu haben. Die Hochschulleitung hat durch ein Portfolio an Entlastungsmöglichkeiten, die über die verschiedenen arbeitsrechtlichen Möglichkeiten hinausgehen, zum Beispiel Lohnersatzleistungen, Sonderurlaub oder Freistellungen, versucht, diese besondere Situation für Sie, zum Beispiel als Eltern, abzumildern. Im Einzelnen gehören dazu: Homeoffice wird in der Wissenschaft und Verwaltung durchgängig ermöglicht. In der Verwaltung ist zudem die Rahmendienstzeit aufgehoben. Dies schafft eine erste Erleichterung für diejenigen, die derzeit verstärkt familiäre Aufgaben in Betreuung oder Pflege neben der Arbeit selber übernehmen müssen. Von Beginn der Pandemie an hat unsere Kindertagesstätte Paramecium eine Notfallbetreuung ermöglicht. Seit Mai werden wieder Babysitter vermittelt und ab dem 8. Juni wird der eingeschränkte Regelbetrieb wieder aufgenommen. Zur finanziellen Entlastung von Eltern, die derzeit keine Notfallkinderbetreuung in Anspruch nehmen können, wurde der Trägerbeitrag für die Kindertagesstätte im April und Mai erlassen. Derzeit prüfen wir zudem weitere Entlastungsmöglichkeiten finanzieller Art für Hochschulangehörige mit Kindern oder zu pflegenden Angehörigen, die aufgrund der Pandemie in besonderer Weise finanziell belastet sind. Studierenden mit Kindern wurden bei der Vergabe der Überbrückungshilfen durch die Kölner Universitätshilfe besondere Berücksichtigung geschenkt. Von herausragender Bedeutung zur Entlastung von Hochschulangehörigen, Beschäftigte wie Studierende, erscheint uns die Ressource Zeit. Zeit fehlt aufgrund der Doppelbelastung. Für Forschung, für Publikationen, für die Entwicklung neuer Lehrformate, für die Bewältigung von Prüfungen und insbesondere für die Beförderung der eigenen wissenschaftlichen Karriere. Zeit, die wir gerne auf die Zukunft gerichtet ermöglichen wollen, um aktuelle Belastungen zu kompensieren. Für Studierende gelten flexiblere, ausgeweitete Abgabefristen von Abschlussarbeiten und Regelungen zu Prüfungsleistungen, wobei die Fakultäten und deren Prüfungsausschüsse derzeit unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Corona-bedingten Restriktionen an studiengangsspezifischen Lösungen arbeiten. In Kenntnis der Zahl von Forschenden mit aktuell auslaufenden Verträgen, die in besonderer Weise von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie betroffen sind, haben wir Möglichkeiten der unbürokratischen Vertragsverlängerung geschaffen. Diese Maßnahme nimmt vor allem diejenigen in den Blick, deren Forschungsarbeit durch die Pandemie weggebrochen ist. Denken Sie zum Beispiel an die Schulforschung, um hier nur einen Bereich zu nennen. Wir haben auch natürlich diejenigen im Blick, die zusätzliche Familienverantwortung schultern müssen und die zum Beispiel notwendige Arbeiten für Projektabschlüsse derzeit nur eingeschränkt oder nicht umsetzen können. Für Lehrende mit Familienverantwortung werden derzeit mit den Fakultäten flexible Lösungen für die Entlastung bezüglich Lehrverpflichtungen besprochen. Das Ziel ist, Freiräume entstehen zu lassen für wissenschaftliche Tätigkeit, welche in diesem Sommersemester zugunsten der Lehrorganisation und Lehre nicht umgesetzt werden konnten. Der Wegfall bzw. die sehr eingeschränkte Verfügbarkeit von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder sollte im Jahr 2020 nicht zur Benachteiligung der Mütter führen. Wir haben deshalb ein Programm für Nachwuchswissenschaftlerinnen mit Kindern bzw. mit Pflegeverantwortung aufgelegt, mit dem wir kurzfristig finanzielle Mittel zur Entlastung von Lehre,
für Lehraufträge oder studentische Hilfskräfte im kommenden Wintersemester 2020/2021 zur Verfügung stellen. Wir sind uns bewusst, dass diese Maßnahmen die tatsächliche Belastung oder auch zukünftige mögliche Nachteile, die sich aus der Pandemie ergeben, nicht komplett werden ausgleichen können. Jedoch möchte ich Ihnen versichern, dass wir als Hochschulleitung in engem Kontakt mit den Fakultäten fortwährend an Lösungen arbeiten, unter den gegebenen Rahmenbedingungen allen Hochschulangehörigen die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen zu ermöglichen. Dies betrifft nicht nur die Doppelbelastung von Eltern, sondern auch ganz besonders die Promovierenden, die Postdoktorandinnen und Postdoktoranden auf befristeten Stellen, die zur Forschung und Lehre an die Universität zu Köln gekommen sind und deren Verträge in nächster Zeit auslaufen. So blicken wir bei der Entwicklung von Lösungen vor allem auch in die mittelfristige Zukunft, also auf die nächsten 1 bis 2 Jahre. Gefragt sind hier natürlich die Hochschulleitung, aber auch gleichzeitig ihre Fakultäten, ihre Departments, ihre Institute. Sich der Frage zuzuwenden, wie die Faktoren Fürsorge, Gleichbehandlung und Solidarität an der Universität zu Köln einbezogen werden sollen. Bitte zögern Sie nicht, uns weitere Vorschläge oder bereits eingesetzte und umgesetzte Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen mitzuteilen. Ich möchte mich nochmal an dieser Stelle bei Ihnen herzlich bedanken. Wir arbeiten daran, die Rahmenbedingungen bestmöglich zu gestalten. Dafür brauchen wir Ihr Engagement, Ihre Ideen, Ihre Flexibilität und Ihre Solidarität. Als Lehrende, als Forschende, als Führungskräfte, als Studierende. So können wir gemeinsam die Herausforderungen, mit denen wir derzeit konfrontiert sind, erfolgreich meistern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.